Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Endlich ist Herbst. Ich bin ja überhaupt kein Sommertyp mehr. Ich fand diesen Sommer ganz, ganz furchtbar. Wahrscheinlich auch, weil ich auch noch einen sehr furchtbaren, ätzenden Umzug hatte, der nicht so gut funktioniert hat mit einem sehr bescheidenen Umzugsunternehmen. Aber jetzt ist alles gegessen. Ich bin so halbwegs eingerichtet. Werde ich dann auch jetzt so nach und nach mal ein paar Sachen zeigen aus der neuen Wohnung. Heute haben wir aber was vor, und zwar was Herbstliches. Und was passt besser in den Herbst als ein Kürbis? Und zwar machen wir den aus Modelliermasse. Und da habe ich so ein Starter-Set. Da ist alles mit drin. Da ist die Modelliermasse mit drin, da ist Werkzeug mit drin, alles, was man braucht, verschiedene Farben. Und daraus zaubern wir heute, wie gesagt, einen Kürbis. Aber nicht einfach nur so ein Deko-Kürbis, sondern man kann diesen Kürbis dann hinterher bepflanzen, dekorieren, wie auch immer. Ich zeige dir jetzt erstmal die Materialien und dann starten wir direkt los. So, und da ist auch schon die gute Box hier von Claire. Das ist ein Starter-Set, hier für ein besonderes Erlebnis mit Ton. Öffne mich und entfalte deine Kreativität. Genau das machen wir jetzt mal. Erst einmal die Banderole und dann gucken wir mal, was da alles Schickes drin ist. Das finde ich nämlich eine wirklich schöne Idee, dass man dann alles beisammen hat, was man für ein Kreativprojekt braucht. Was haben wir hier? Oh, mal hier, schöne Stempel. Sehr gut. Oh, das ist aber nett. In so einem Beutel drin. Oh ja, mit Verpackungen kriegt man mich ja dann doch meistens. So, da haben wir also einen schicken Jutebeutel. Und was haben wir denn da alles drin? Informationen zum Inhalt. Noch ein Beutel. Eine Holzrolle. Und dann haben wir hier den lufttrocknenden Ton. Und nochmal Ton. Und hier haben wir Acrylfarben. Und was haben wir hier? Hier haben wir noch was. So. Beutel leer. Zack. Also hier haben wir schöne in Pastelltönen. Gibt es in verschiedenen Farben. Also wenn du jetzt Pastell nicht magst, es gab auch ein Set mit kräftigen Farben. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich aber unbedingt Pastell haben wollte. Und hier haben wir zweimal lufttrocknenden Ton, a 750 Gramm, also nach Adam Riese 1,5 Kilo Ton. Dann haben wir das hier wahrscheinlich zum Ausrollen. Dann was haben wir hier? Was ist das? Klarlack. Ah ja, Klarlack glänzend und weiße Acrylfarbe. Okay. Und hier haben wir noch so einen süßen Stoffbeutel. Ah, da ist das Werkzeug drin. Sehr gut. Was haben wir denn da alles? Pinsel und Holzwerkzeuge. Und ein Schwämmchen, sehr gut. Was mir schon mal gut gefällt, ist, dass das Ganze aus Holz ist und nicht aus Plastik. Das finde ich schon mal sehr gut. Und dann haben wir noch 2 Pinsel. Informationen zum Inhalt. Da steht dann nochmal, was alles drin ist. Yep. Und dann haben wir ja noch unsere Stempel. Ja, da lässt sich doch was mit anfangen. Und genau, da gucken wir jetzt mal, was wir damit anstellen. Ich packe das Ganze jetzt hier mal noch ein bisschen beiseite und gucke mal hier nach dem Ton. So, das zweite, was mir schon mal gut gefällt, ist, dass der Ton auch nicht in Plastik verpackt ist, sondern in auch so einer Papiertüte. Das finde ich schon mal lobenswert. Und dann hole ich da mal ein Stück raus. Da kann man dann auch wieder verschließen. Auch sehr gut. Und dann haben wir hier unseren Ton. Sehr gut. Und da forme ich das erstmal ein bisschen, dass es ein bisschen weicher wird. Lässt sich auch sehr gut, also fühlt sich auch sehr gut an. Es gibt ja auch manchmal so einen Ton bei so, keine Ahnung, 1-Euro-Läden, aber auch teureren, der dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, so schlonzig ist. Weißt du, was ich meine? Also der ist dann so schmierig. Das ist der gar nicht, der ist ganz trocken. Also trocken, also ne, nicht so schlonzig halt nicht. Sondern fühlt sich richtig gut an. Da
Da bin ich mal gespannt. Der fühlt sich eigentlich so an, wie so ein normaler Töpferton sich auch anfühlt. Dann habe ich hier ein bisschen Wasser mir zurechtgestellt, um dann später kleine Macken und Kratzer und Unebenheiten zu glätten. Und ich will das Ganze ja dann später mit Blumen verzieren können, meinen kleinen Kürbis. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucke ich mal, was ich da habe an Gefäßen, die Wasser abkönnen. Man könnte jetzt auch ein schönes Marmeladenglas nehmen. Habe ich gerade kein schönes. Gibt ja zum Beispiel, was perfekt wäre für so eine Form eines Kürbis, wäre natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie die Marke heißt, von der Marmelade. Die haben so bauchige Gläser. Heißen die Glück? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wahrscheinlich kennst du es, weil die hat man schon so oft gesehen, da werden ganz oft auch DIYs mitgemacht, weil die Gläser so nett sind und da einfach ganz groß Glück draufsteht. Die wäre natürlich perfekt für sowas, habe ich jetzt aber auch nicht da. Und ich habe jetzt hier noch so ein aus Blech, so ein für Stumpenkerzen ist das, glaube ich. Kann ich aber per se eigentlich nichts mit anfangen. Deswegen dachte ich mir, wäre das ja das Optimale. Und dann brauche ich noch mal ein bisschen Ton. Oder vielleicht hast du auch irgendwie eine alte Porzellanschüssel, eine kleine, die du nicht mehr verwendest. Das sind alles optimale Gefäße, um das dann später auch, ja, zum Beispiel mit richtigen, echten Blumen ein bisschen zu bewässern oder wie auch immer. Für Trockenblumen bräuchtest du es jetzt nicht unbedingt. Da könntest du auch einfach so den Ton verwenden, ohne Gefäß. Aber ich möchte ja richtige Blumen verwenden. So, und dann knete ich mir das noch mal ein bisschen zurecht. Ich mache mir erstmal eine kleine Kugel, beziehungsweise eine relativ große Kugel. Und drücke mir mal die Mitte so ein bisschen nach außen, dass das so ein bisschen eine Schalenform bekommt. Mal gucken, ob mir der Ton reicht. Oder ob ich nochmal nachladen muss. Und drücke mir mal in der Mitte ein bisschen was rein, um mal zu gucken, wie viel Ton brauche ich denn da noch. Dass dann mein Gefäß davon umschlossen ist und ich daraus dann quasi den Kürbis formen kann. Und natürlich möchte ich nicht, dass man innen das Gefäß direkt sieht. Also natürlich, je nachdem, wie groß dein Gefäß ist, brauchst du dann auch entsprechend den Ton. Aber wie gesagt, das fühlt sich schon mal sehr gut an. Also das macht mir schon Spaß. Mache ich mir jetzt erstmal so eine kleine Wurst, die ich dann um mein Gefäß nochmal legen kann, um das ein bisschen verschwinden zu lassen. So. Einfach nur ein bisschen, weil da kommen ja dann später auch Blumen rein, so dass man das dann auch gar nicht mehr sieht. Und dann muss ich das natürlich hier neben ein bisschen anpassen. Ich verteile den jetzt erstmal grobflächig, so. Und damit ist schon mal das Gefäß umschlossen. Ja, und jetzt muss ich da ja nur noch gucken, wie ich daraus jetzt einen Kürbis zauber. Also Kürbisglas ja ein bisschen runder, also muss das Ganze noch ein bisschen bauchiger werden. Und drum schauen wir mal, ob wir hier mit diesem Schwamm irgendwie zurechtkommen. Und das erstmal so ein bisschen hier glätten. Du kannst mir mal in die Kommentare schreiben, das würde mich nämlich interessieren. Was hast du denn schon alles mit lufttrocknender Modelliermasse oder lufttrocknendem Ton schon so alles angestellt? Oder welche Projekte hast du denn noch so vor?
Können wir uns ja ein bisschen ideenmäßig austauschen. Der muss ja jetzt auch nicht akkurat und scharfkantig sein. Es ist ja ein Kürbis. Es ist ja ein Naturprodukt, was jetzt auch nicht exakt und perfekt ist. So. Und das soll ja auch so aussehen wie ein Kürbis, den wir eben ausgehöhlt haben. Und der Vorteil natürlich jetzt an dieser Tonvariante ist, dass mir der nicht das Schimmeln anfängt. Ich finde das ja immer wunderschön mit den echten Kürbissen, die dann ausgehöhlt werden, aber ich habe da die Erfahrung gemacht, dass das sehr schnell das Schimmeln anfängt und man nicht so viel oder nicht so lange Freude dran hat. Insbesondere wenn man den dann auch noch irgendwie drin stehen hat und es irgendwie Heizungsluft warm wird, dann sieht der sehr schnell nicht mehr so schön aus. So, ich finde das jetzt von der Form her schon mal ganz gut, weil so ein Kürbis ist ja auch nicht ganz glatt, der hat ja auch so ein bisschen Unebenheiten, von daher finde ich das jetzt hier eigentlich schon ganz gut. Das hat schon was Kürbisartiges. Ich mache noch ein paar kleinere Korrekturen, aber per se war das jetzt erstaunlich einfach. Ich hatte es mir jetzt irgendwie längerwierig, komplizierter, wie auch immer vorgestellt. Das war jetzt aber relativ einfach. So, und so ein paar kleine Einkerbungen, wie gesagt, so ein echter Kürbis hat das ja auch. Von daher finde ich das okay. So. Und dann können wir nämlich mal schauen, dass wir da ein Werkzeug finden, was gut funktioniert. Schauen wir mal, was haben wir hier? Ja, das könnte ja vielleicht ganz gut sein. Und dann hat so ein Kürbis ja immer diese Einkerbungen. So. Gucken, was haben wir hier? Hier haben wir auch sowas. Ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Und dann könnte man das Ganze wieder so ein bisschen glätten. Gucken, ob das mit dem besser geht. Von Haus aus. Ja, geht super. So, aber finde ich gut. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn das ausgehärtet ist. Aber so gefällt mir das schon mal richtig, richtig gut. Und dann lasse ich das jetzt mal in Ruhe und matsch da nicht noch mehr dran rum. Weil irgendwann muss man dann auch mal aufhören, bevor man das Werk zerstört hat. Dann habe ich ja hier noch diese Stempel. Da bin ich im Überlegen, ob ich da noch was reinstempel. Aber ich wasche mir erstmal kurz die Hände. Wenn es nicht schön aussieht, kann man es ja wieder wegmachen. So, mal kurz den Kürbis gedreht, dass du siehst, was ich hier überhaupt mache. Und ich meine, das kann man ja dann auch noch irgendwie wieder ein bisschen glätten, wenn einen das stört. Dass man da den Abdruck sieht von dem Stempel. So, schon korrigiert. Wunderbar. Und das lassen wir jetzt mal aushärten und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das geworden ist. So, das Ganze habe ich jetzt mal 3 Tage trocknen lassen. Und jetzt sind natürlich hier noch ein paar raue Stellen und die werde ich jetzt mal abschleifen. Und ich nehme da ganz gerne auch mal diese günstigen Nagelfeilen vom Drogeriemarkt, weil mit denen geht das irgendwie auch ganz gut. Die haben genau die richtige Körnung. In dem Paket sind ja auch diese wunderschönen Pastellfarben. Und da würde mich doch irgendwie
Pastellgrün oder Aquamarin. Ich guck mal, wie das aussieht. Ich möchte es auch gar nicht zu gleichmäßig haben. Von daher könnte die Schwammmethode vielleicht meins sein. So, ich habe jetzt erstmal alle Rillen mit dem Grau und habe mir jetzt von dem Aquamarin und dem Pastellgrün was auf mein Papierchen hier gepackt und tupfe das jetzt einfach mal auf. Hier ist auch noch ein Klarlack dabei. Und jetzt, wo die Farbe getrocknet ist, trage ich da noch eine Schicht schön glänzenden Klarlack auf. So, ich habe mir hier ein Stück Steckschaum zurechtgeschnitten, das ich da reinpacken kann. Und dann werde ich nämlich ein paar schöne Blümchen da reinmachen. Was bestimmt auch nett aussieht, sind diese kleinen Filzkürbisse. Die man hier oben wieder in so ein Nest so ein bisschen reinsetzen kann. Das finde ich, glaube ich, sieht am besten aus. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mein kleiner Dekokürbis, den man irgendwie hübsch bestücken kann. Kann man natürlich auch mit Trockenblumen und sonstigen Dingen bestimmt auch hübsch dekorieren. Ja, dann bleibt mir erstmal nichts weiter übrig, als dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Falls du es nachmachst, freue ich mich immer, wenn du mich auf Instagram text, damit ich das sehen und liken kann. Da freue ich mich immer riesig drüber, wenn ich dann so die Kreationen aus der Community sehe. Ja, wie gesagt, mach's dir hübsch, hab einen wunderschönen Tag und wir sehen uns nächste Woche auch schon wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss!